Grüße euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Länderwettkampf der besten Allrounder, das 12. Land geht heute ins Rennen. Es fehlen noch 2. Welches dieses 12. Land heute ist, das wissen Sie selbstverständlich, wenn Sie Verfolger dieser Serie auf meinem Kanal sind. Und zwar ist das Japan. Ja, Japan, das Land der aufgehenden Sonne, ist ein Land, welches viele der ältesten Hunderassen der Welt stellt. Also 6 japanische Hunde, die hier heute für dieses Land ins Rennen gehen, zählen zu den ältesten Hundetypen auf der Welt. Ist so, ja. Viele dieser Hunde, zumindest die 6, die ersten 6, die Sie dann gleich hören werden, stellen einen Typ Hund dar, der so typisch ist für die japanischen Hunde. Die sind sich optisch alle ähnlich, auch charakterlich, extrem ähnlich. Die haben so gut wie dieselbe Fellbeschaffenheit und gewisse charakterliche Eigenschaften, die ganz typisch sind für diese Hunde. Nicht immer ganz einfach, was sie aber auch alle sind, sie sind sehr schön. Es sind sehr schöne Hunde. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich möchte Ihnen jetzt mal die 10 Vertreter, die hier für Japan ins Rennen gehen, aufzählen. Und das ist zuallererst mal der berühmte Akita Inu, heute genannt Japan Akita. Ein sehr toller Hund, mit dem ich schon des Öfteren persönlich Kontakt hatte. Wir haben auch hier in Neudörfl einen gelb-weißen Akita Inu, der meinen Vito überhaupt nicht mag, aber das beruht auf Gegenseitigkeit. Sehr schöne Hunde. Gefällt mir sehr gut. Der Shikoku Inu, ebenfalls ein typisch japanischer, spitzartiger Jagd-, Wach- und Schutzhund. Das sind Aufgaben, die die ersten 6 japanischen Hunde alle miteinander verbindet. Es folgt der Hokkaido Inu, ganz ähnlich dem Shikoku und dem Akita. Ebenfalls der Kishu Inu, absolut derselbe Typ, selbe Aufgaben gehabt, immer schon seit Tausenden von Jahren. Der Kai Inu, etwas kleiner, aber ja, das könnten alles Geschwister sein. Und der kleinste dieser spitzartigen japanischen Hunde, der tolle Shiba Inu. Auch hier haben wir 2 Shibas, auch die mögen meinen Vito nicht. Er nimmt sie nicht ernst, aber sie ihn umso ernster dafür. Ja. Jetzt kommen wir zu 1, 2, 3, zu 4 japanischen Hunderassen, die diesen Weg dieser spitzartigen japanischen Hunde, nun, der nächste eigentlich nicht, ja, aber die hier etwas abweichen von den ersten 6, die ich Ihnen gerade vorgestellt habe, nämlich der Japanspitz. Gut, der könnte noch in ähnliche Kerbe hineinschlagen, doch hat der Japanspitz mehr Ähnlichkeit mit den europäischen Spitzrassen als mit diesen typischen 6 japanischen Vertretern dieser spitzartigen Hunde. Ja. Also der Japanspitz sieht schon eher aus wie ein deutscher Großspitz oder deutscher Mittelspitz, in diese Richtung hinein. Ja. Auch ein sehr beliebter Begleithund, aber auch ein exzellenter Wachhund. Der japanische Terrier, ein Hund, der nah mit den europäischen Terriern verwandt ist, auch für ähnliche Aufgaben verwendet wurde. Ein recht hochläufiger Terrier, der mir optisch wahnsinnig gut gefällt, auch charakterlich. Ein typischer Terrier vom Charakter her, feuriges Temperament, unternehmungslustig, aufmerksam, wunderschön. Schön anzusehen, möchte ich behaupten. Dann haben wir den Japan-Chin, der in die Kerbe der chinesischen Pekinesen hineinschlägt und so weiter. Sie wissen schon, eigentlich ein Hund, der hier, ja, ähnlich wie der japanische Terrier, auch völlig irgendwie aus dem Rahmen fällt, wenn man ihn vergleicht mit den 6 zuerst genannten japanischen Hunden. Der Japan-Chin, Begleithund, Gesellschaftshund, ähnlich wie Pekinese und so weiter, Sie wissen schon. Und dann ein Hund, mit dem ich besonderes Verhältnis verbindet, der mächtige, fantastische Tosa Inu.
ein japanischer Molosser, welchen ich selbst mal besessen habe, den Shiro, leider nur 10 Monate lang, also nicht ganz 10 Monate, er kam ja mit 8 Wochen zu mir, also war schon 2 Monate alt, wurde nur 10 Monate alt. Traurige Geschichte. Ein herrlicher Hund, von welchem ich immer behaupte, dass er einen Molosser darstellt. Also lassen Sie mich das so erklären, wenn Sie Molosser-Fan sind und noch jung genug sind, dann sollte es für mich, für jeden Molosser-Fan irgendwann mal als Ziel gelten, sich einen Tosa Inu zu holen. Der für mich persönlich, ja, das Tüpfelchen am i bei den Molossern darstellt. Aus verschiedensten Gründen. Ja, also, der Tosa Inu als 10. Vertreter der japanischen Hunde. Wir legen schon los. Es beginnt wieder mit der Gesellschaftstauglichkeit wie immer. Und hier können die Japaner glänzen, wirklich glänzen, denn hier erreichen diese Hunde 95 von 100 Punkten. Der einzige, der hier auf die Bremse steigt, und wird keine Überraschung für Sie sein, ist der zuletzt genannte mächtige Tosa Inu, der ganz klar erkennbar ein richtiger, substanzvoller, mächtiger Molosser ist, und diese Hunde sind nicht überall gern gesehen. Bei den anderen Hunden allerdings, bei den ersten 6 genannten, also diesen typischen spitzartigen japanischen Hunden, Akita, Shikoku, Hokkaido bis zum Shiba runter, also werden Sie höchstwahrscheinlich zumeist positive Reaktionen erfahren. Was sind das nicht für schöne Hunde? Sie sind auch sehr schön. Ein schönes Gesicht, wenn man so sagen kann, herrlich anzusehendes Fellkleid, das zum Anfassen verleitet. Sie wissen, was ich meine. Doch auch der Japanspitz schlägt in ähnliche Kerbe hinein, ganz klar. Und auch der japanische Terrier, der ein, möchte ich mal sagen, fröhlich aussehender Hund ist, also weit entfernt ist von irgendwelchen betraulichen Mauserinnen oder so. Und vom Japan-Jin, da brauchen wir gar nicht reden. Also wenn Sie mit einem Japan-Jin irgendwo erscheinen, werden Sie höchstwahrscheinlich von vielen Leuten gefragt werden, ob Sie ihn streicheln dürfen. Ja, 95 von 100 Punkten bei der Gesellschaftstauglichkeit für die Hunde aus Japan. Bei der Trainierbarkeit sieht es nicht ganz so rosig aus. Ja, schauen Sie. Mit Sicherheit sieht ihr jetzt der eine oder andere zu, der solch einen japanischen Hund zu Hause hat. Ich gehe mal davon aus, die meisten davon werden entweder einen Akita Inu haben, einen Japan Akita oder einen Shiba Inu. Die anderen 4 dieser typischen spitzartigen japanischen Hunde sind eher seltener anzutreffen. Eventuell noch der Shikoku, doch dann wird es schon knapp. Sie alle wissen, was diese Hunde miteinander verbindet, charakterlich. Unter anderem. Das ist eine gewisse Dickköpfigkeit, Selbstständigkeit, Sturheit. Das ist so, schauen Sie. Ich sah schon so viele Akitas, die ziemlich dickköpfig und stur waren. Dasselbe gilt für Shibas. Ja, sie haben ihre eigene Art. Und Fans dieser Hunde lieben diese eigene Art. Ja. Aber es ist nun mal so, sie zählen nicht zu den Hunden mit den höchsten Wildoblis, zu den lernbereitesten, zu den trainierbarsten Hunden auf der Welt. Und klar kann man diese spitzartigen japanischen Hunde trainieren, aber im Vergleich zu leichter zu trainierenden Hunden nur bedingt. Ja. Japanspitz, ebenfalls nicht unbedingt der typische Trainierkünstler. Japanischer Terrier, ja, gleichzusetzen mit den europäischen Terriern, sind alles zu trainierende Hunde, aber oftmals derartig quirlig und triebig unterwegs, dass es schon mehr an Arbeit benötigt, um gewisse Erfolge einzufahren mit diesen Hunden. Nochmal, ich wiederhole mich, zu trainieren ist jeder Hund. Der eine etwas einfacher, der andere etwas schwieriger. Der Japan-Jin ähnlich wie Pekinese und so weiter. Ja, selbstverständlich empfänglich für Tricks, aber ein wirklich höchst trainierbarer Hund. Nun, Tosa Inu, typischer Molosser. Typischer Molosser, der selbstverständlich auch trainierbar ist, aber bei weitem nicht die Lernbereitschaft eines typischen Kaneko-Asos zeigt, ganz sicher nicht. Also der Tosa Inu ist hier schon etwas
diesbezüglich etwas kantiger unterwegs. Ja. Also braucht man mit Sicherheit etwas mehr Gefühl, ja, um diesen Hund auf einen gewissen Level bringen zu können, wie einen Cane Corso, den man ähnlich führt, wenn es ein typischer Cane Corso ist. Das ist meine Meinung. Deswegen 63 von 100 Punkten für die Hunde aus Japan bei der Trainierbarkeit. Die Führigkeit 66 von 100 Punkten. Die führigsten Hunde sind es nicht. Also der Japan Spitz, der japanische Terrier und der Japan Chin. Das sind Hunde, die hier die Beurteilung etwas heben. Der Japan Spitz ist mit Sicherheit kein schwer zu führender Hund. Das ist ein typischer Spitz, aufgeweckt, aufmerksam, unternehmungslustig. Dasselbe gilt für den japanischen Terrier, der, wie auch die europäischen Terrier, manchmal vielleicht etwas Ellbogen zeigen kann. Bei Begegnungen mit Artgenossen, wenn sie ihm nicht unter die Nase gehen, aber der Hund besitzt nicht dermaßen viel Substanz, dass er schwer zu handeln wäre. Über den Japan Chin brauchen wir hier nicht viel reden. Auch der kann sich mal aufregen oder etwas tun, was sie nicht möchten, doch aufgrund seiner geringen Substanz sollte dieser Hund eigentlich recht leicht zu handeln sein. Doch dann wird es schon etwas knapp, wenn wir vielleicht den Shiba Inu außen vor lassen, der ebenfalls ziemlich störrisch und eigenwillig sein kann, aber recht leicht ist. Also Shibas sind klein, Shibas sind leicht. Also hier setzen sie sich als Besitzer weit schneller durch, wenn der mal etwas tut, was sie nicht wollen, als bei substanzvolleren Hunden, ist klar. Doch, wie gesagt, dann wird schon etwas knapp. Japan Akita, Shikoku, Hokkaido, Kisho, Inu, Kaino, das sind schon etwas größere Hunde, die ebenfalls diesen Sturkopf zeigen können. Dafür sind sie bekannt, diese japanischen Hunde. Das ist nun mal so, das können wir nicht wegleugnen. Und hier kann schon etwas schwieriger werden, diese Hunde zu führen. Also da muss man manchmal etwas gekonnt gegenarbeiten. Dasselbe gilt übrigens für den Tosa Inu. Also der Tosa ist mit Sicherheit nicht der führigste Hund, der ebenfalls Ecken und Kanten hat, eine gewisse Sturheit vorweisen kann und teilweise, also wenn wir die ganz kleinen hernehmen, hier die 10-fache Substanz hat, ja, der anderen Hunde. Ja, deswegen bei der Führigkeit 66 von 100 Punkten für die Hunde aus Japan. Verträglichkeit, auch das ist eine Eigenschaft, wo sie nicht glänzen, mit 59 von 100 Punkten. Ich sage Ihnen jetzt was, ja, und hier lasse ich mich auf jede Diskussion ein. Wenn Sie behaupten, dass ein Akita Inu, ein Shikoku, Hokkaido, Kisho Inu, Kai Inu oder Shiba Inu äußerst verträgliche Hunde sind, ja, dann behaupte ich, dass sie sich zu weit aus dem Fenster lehnen, denn das sind sie nicht. Diese spitzartigen japanischen Hunde sind schnell und gern mal der Chef im Ring. Das wissen wir alle. Jeder, der mit diesen Hunden zu tun hat oder der sich für diese Hunde interessiert, weiß, dass alles, was mit diesen japanischen ehemaligen Jagd-, Wach- und Schutzhunden zu tun hat, ziemliches an Ellbogen hat, Artgenossen gegenüber. Also wenn es um die Verträglichkeit geht, sind es nicht die, wie soll ich sagen, entspanntesten Gesellen. Ganz, ganz sicher nicht. Das gilt auch für den Tosa Inu. Ich weiß schon, es gibt immer Ausnahmen, ja, und vielleicht sind Sie ja Besitzer eines Tosa Inu Rüdens oder einer Tosa Inu Hündin, der einen sehr verträglichen Hund hat. Aber ich garantiere Ihnen, liebe Zuseher, glauben Sie mir das. 9 von 10 Tosa Inu. Bleiben wir jetzt mal bei den Rüden, die oft merklich dominanter sind als die Hündinnen bei dieser Rasse. Beharren darauf, bei Begegnungen mit Artgenossen, wenn es nicht kastrierte Rüden sind, die Häuptlinge zu sein. Und wenn dieser Posten vom anderen Rüden angezweifelt wird, ja, dann knallt's. Das garantiere ich Ihnen. Schauen Sie, ich hörte dann so oft, nur, das ist halb so wild, denn der Tosa Inu beißt ja nicht. Der hält ja nur fest, denn dafür wurde er gezüchtet und so weiter. Schauen Sie, das ist ein Mythos. Das ist ein Mythos, ja, es stimmt, dass Tosas nur die Rüden, die Hündinnen nicht, die sind nur fürs Züchten da. Dass Tosa Inus bis heute in Japan offiziell bei Hundekämpfen eingesetzt werden, die sind offiziell dort erlaubt. Und die Rüden, die dort für diese Kämpfe eingesetzt werden, von klein auf darauf trainiert werden, ihren Kontrahenten nicht zu verletzen.
Da darf kein Laut von diesen Hunden gegeben werden. Also sie dürfen nicht knurren, sie dürfen nicht bellen, sie dürfen nicht winseln, sie dürfen keine Angst zeigen, sie dürfen nicht beißen. Naja, beißen. Sie halten schon, ja, aber sie dürfen keine Verletzungen verursachen. Sobald ein Hund bei diesen Kämpfen blutet, wird der Kampf unterbrochen. Doch diese Hunde werden speziell von den Japanern darauf trainiert. Wie die das tun, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es gemacht wird. Doch ein Tosa, der nicht darauf trainiert wird, setzt seinen Kiefer in genau derselben Art und Weise ein wie jeder andere Hund auch. Ja. Ist so, das weiß ich. Schauen Sie, vielleicht haben Sie einen Tosa, der das nicht tut. Aber dann ist das eine Ausnahme. Wissen Sie, wie viele Tosas in den Hinterhof Hundekämpfen oder wo Herdenschutzhunde und was weiß ich weiß, was alles eingesetzt werden für Angst und Schrecken sorgen unter den Herdenschutzhunden? Also die setzen genauso ihre Kiefer ein. Als ich damals Shiro erworben hatte aus der Tschechei, meinen Tosa Ino, war ich einige Zeit lang in einem Tosa-Forum unterwegs und machte Bekanntschaft mit einem Pärchen aus der Steiermark, die sich etwa zur selben Zeit ebenfalls einen Tosa Ino Rüden geholt haben, aber aus der Slowakei. Wir waren etwa ein knappes Jahr in Kontakt. Mein Shiro war schon gar nicht mehr da, denn der wurde nur 10 Monate alt, pflegte ich immer noch Kontakt mit diesem Pärchen. Ich weiß nicht, wie alt der Rüde geworden ist, aber heute gibt es ihn sicher auch nicht mehr. Ich weiß aber, dass dieser Rüde im Alter von 1,5 Jahren beide Nachbarshunde bei einer Konfrontation derartig bedient hat, dass beide notoperiert werden mussten. Zu viel zum Thema, ein Tosa setzt seinen Kiefer nicht so ein wie andere Hunde auch. Das ist ein Mythos, stimmt also nicht. Und Tosas, speziell wenn es intakte Hunde sind sehr dominant. Also die drücken diese Bewertung bei der Verträglichkeit ziemlich stark. Vielleicht noch einen Ticken mehr, als die spitzartigen japanischen Hunde tun. Ja, 59 von 100 Punkten bei der Verträglichkeit für die Hunde aus Japan. Ja, somit kommen wir zur Leistungsfähigkeit. Relativ hoch mit 76 von 100 Punkten. Sie haben hier 6 Jagdhunde dabei. Spitzartigen japanischen Hunde waren schon immer Jagdhunde. Nicht nur auf Kleinwild, auch auf größeres Wild, speziell die größeren. Der Shikoku und der direkte Vorfahre des Japan Akita. Jagdhunde, Wach- und Schutzhunde. Ausgestattet mit einer Fellbeschaffenheit, die sie sowohl vor Kälte wie auch vor Hitze schützt. Sehr robuste, leistungsfähige, schnelle, starke Hunde. Der Shiba mag nicht vor Kraft strotzen, aber die Shibas sind wahnsinnig schnelle Hunde. Ausdauernde Hunde ebenfalls, sehr wetterfest. Der Japanspitz, ein wetterfester Hund, der auch schnell ist, dem es aber an allgemeiner Leistungsfähigkeit im Vergleich zu diesen typischen japanischen Spitzen mit Sicherheit fehlt. Der japanische Terrier, ein sehr leistungsfähiger Hund. Da fährt die Eisenbahn drüber, schnell, explosiv, ausdauernd. Der Japan-Chin steigt hier stark auf die Bremse. Das ist ein typischer Gesellschafts- und Begleithund. Nicht wirklich kräftig, nicht wirklich ausdauernd, nicht wirklich schnell. Sie wissen schon, also der bremst das Ganze ziemlich. Der Tosa strotzt vor Kraft. Hier hapert es ein wenig mit Explosivität, mit Geschwindigkeit, mit Beweglichkeit. Der Tosa ist ein Hund, der vor Kraft strotzt. Ja. Also 76 von 100 Punkten bei der Leistungsfähigkeit für die Hunde aus Japan. Eigenschaft Wachhund, ganz stark mit 81 von 100 Punkten. Ja, wir haben hier, naja, eigentlich sind es, also Wachhunde sind bis auf einen hier alle exzellente. Doch bei der Eigenschaft Wachhund kommt es nicht nur aufs Melden, auf die Aufmerksamkeit, auf die Meldefreudigkeit an. Es kann ja auch sein, dass Ihr Hund allein am Grundstück herumläuft, dann soll er auch optisch etwas hermachen, also schon optisch abschrecken. Das ist ja auch eine Aufgabe eines Wachhundes, möchte ich mal sagen, und keine unwichtige. Also diese Aufgabe exzellent erledigen der japanische Akita, der Shikoku, der Hokkaido, der Kishu Inu, der Kai Inu, auf jeden Fall. Und vom Tosa Inu müssen wir hier, glaube ich, nicht sprechen. Auch der Shiba Inu ist ein exzellenter Wachhund, wenn es um die Meldefreudigkeit geht. Doch das sind sehr, sehr kleine Hunde, die aufgrund ihrer Optik höchstwahrscheinlich die wenigsten
abschrecken. Dasselbe gilt für den Japanspitz, der ein sehr meldefreudiger Hund ist, ein sehr guter Wachhund ist, ganz spitztypisch, aber recht klein ist, auch sehr freundlich, flauschig aussieht. Der japanische Terrier, ein engagierter Wächter, ebenfalls kein großer Hund, aber ein exzellenter Melder. Der Japan-Chin, ein schlechter Wachhund. Mag sein, dass er anschlägt, doch haben Hunde dieses Typs oftmals eine sehr schwache Stimme. Ne? Und optisch werden sie höchstwahrscheinlich die wenigsten erschrecken. Ja, aber dennoch, recht hohe Bewertung, zu Recht meiner Meinung nach, 81 von 100 Punkten bei der Eigenschaft Wachhund. Eigenschaft Schutzhund. Ja, hier steigen sie im Vergleich zur Eigenschaft Wachhund etwas auf die Bremse, die Hunde aus Japan. Schauen Sie. Vorhandener Schutztrieb ist bei so gut wie allen Hunden hier vorhanden, vorhanden. Eventuell beim Japan-Chin weniger. Mag sein, dass dieser Hund einen Schutztrieb entwickelt, ihnen gegenüber, doch selbstverständlich kann der den nicht umsetzen. Das gilt auch für den Shiba Inu. Das sind Hunde, die sehr oft einen Schutztrieb vorweisen, ihre Besitzer beschützen wollen. Aber, ist ja eine klare Sache, dass ein maximal 10 Kilo schwerer Hund das Ganze nicht umsetzen kann, wenn es wirklich ernst wird. Ist auch beim Japan-Spitz und beim japanischen Terrier eine sehr knappe Sache. Wo ein Schutztrieb da sein kann, ja, Sie verstehen schon, was ich meine. Bei allen anderen Hunden wäre genügend Substanz da, um das umsetzen zu können, doch hier gibt es einige Probleme, meiner Meinung nach. Schauen Sie, diese typischen spitzartigen japanischen Hunde sind Hunde, die schon sehr eigenständig funktionieren. Das gilt auch für den Tosa, nicht nur für die Spitzartigen. Also wenn wir uns einen japanischen Akita ansehen oder einen Shikoku, Hokkaido und so weiter, das sind schon Hunde mit stark ausgeprägten Schutztrieb, die auch schon immer Schutzhunde darstellten. Doch klassische Schutzhunde sind das nicht. Sie wissen, wie ich mir einen Schutzhund vorstelle. Das ist meine persönliche Meinung. Ein perfekter Schutzhund muss ein sehr gut zu kontrollierender Hund sein. Es nützt mir nichts, wenn ich an der Leine führe einen Hund mit 90 Kilo Gewicht, 1 Meter Schulterhöhe, der mich vor einem Grizzly beschützen kann. Aber ein Hund ist, zu dem ich dann im Fall der Fälle im Ernstfall nicht durchdringen kann. Also wo mir das Ganze aus den Händen gleitet. Ja. Sie verstehen, was ich meine. Es gibt eben Hunde, die in solchen Fällen kontrollierbarer sind und Hunde, die in solchen Fällen weniger gut zu kontrollieren sind. Und hier gehören diese japanischen Hunde meiner Meinung nach dazu. Ich wiederhole mich, obwohl ich sicher bin, dass der japanische Akita, der Shikoku und so weiter, dass alles Hunde sind, die die Einstellung dazu haben, sie zu beschützen. Ja. Aber es ist ja nicht getan, ja, mit der Attacke ihres Hundes auf den Aggressor. Die Geschichte geht ja weiter. Ja. Sie müssen den Hund wieder rausholen aus dem Ganzen und rundherum kann da viel passieren bei solchen Geschichten. Ja. Und je schneller ich den da wieder draußen habe, wenn der Aggressor außer Gefecht gesetzt wurde, die Aktion mehr oder weniger vorbei ist, desto besser. Ganz klar. Das gilt auch für den Tosa Inu, der rein anatomisch überaus effektiv ist, sie zu beschützen. Niemand da draußen möchte unbewaffnet einen Tosa Inu als Gegner haben. Mit Sicherheit nicht. Jeder, der sagt, das wäre mir egal, der lügt. Glauben Sie mir das. Aber wenn ein Tosa sich mal dazu entschlossen hat, sie zu beschützen, dann grüß Gott, Herr Kompott. Ja. Deswegen bei der Eigenschaft Schutzhund 65 von 100 Punkten für die Hunde aus Japan. Aktivitätenradius 89 von 100 Punkten. Jo. Ja. Alle dieser spitzartigen japanischen Hunde sind mit ihnen überall dabei. Das sind unternehmungslustige Hunde, die sich schnell für irgendwas begeistern können. Das sind Hunde mit einem gewissen Spieldrang und der ist die Basis für Unternehmungslustigkeit, möchte ich sagen. Die gehen mit ihnen wandern, die gehen mit ihnen laufen, die gehen mit ihnen schwimmen, die entspannen mit ihnen im Garten. Das gilt Ähnliches, gilt für den Japanspitz und für den japanischen Terrier. Dass man hier mit dem Japan-Chin etwas zurücktreten muss, das ist ganz klar. Der Hund ist ziemlich klein, ist nicht unbedingt in der Kategorie der Wanderer zu Hause. Klare Sache, ja.
ein unternehmungslustiger, spielfreudiger Hund, aber hier sollten sich extreme Formen eher nicht im Bereich dieses Hundes bewegen. Anders kann ich es nicht sagen. Beim Toser ist es so eine Sache, es gibt sehr leichtfüßige Tosers und es gibt Tosers in der Form eines Flugzeugträgers. Ja. Hier ist es immer so eine Sache. Ganz wichtig bei diesem Hund, wie bei den meisten Hunden, die später mal viel Gewicht, Substanz mitnehmen. Der Vater meines Tosa-Inus, Shiro Izagi, hatte 86 cm Schulterhöhe und war 82 Kilo schwer. Ist natürlich diese Hunde speziell im jungen Alter zu schonen. Doch wenn ein Tosa mal erwachsen ist, ja, und nicht zu den ganz schweren Kalibern gehört, können sie auch mit denen unterwegs sein, über Stock und Stein. Doch wie gesagt, hier kommt es immer auf die Linie an. Dennoch ist er im Vergleich zu diesen spitzartigen japanischen Hunderassen hier, wenn es um den Aktivitätenradius geht, etwas im Nachteil, möchte ich sagen, der Tosa Inu. Ja. Aber die Gesamtbewertung dieser Eigenschaft sieht nicht so schlecht aus. 89 von 100 Punkten. Wir sind jetzt fertig. Was haben wir da? Ja. Die Japaner erreichten 594 von 800 Punkten. Das sind 74,2% Allround-Eignung. Und wir haben mit den Japanern jetzt 3 Länder, die sich den 8. Platz miteinander teilen. Japan teilt sich mit England und USA somit den 8. Platz. Ja, hier geht es um die besten Allrounder der Welt und da ist das nun mal so. Obwohl Japan fantastische Hunderassen hervorgebracht hat. Ist so. Das nächste, das 13. Land, das vorletzte, das wir uns ansehen, ist China. Ja, auch da gibt es einiges zu beurteilen, möchte ich sagen, bei den Hunden aus China. Auf die bin ich schon ganz besonders gespannt. Zum Schluss dieses Videos blende ich wieder die Tabelle ein. Liebe Zuseher, da können Sie sich etwas orientieren. Und nun kann ich nur mal sagen, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Und das war's schon wieder.